Ja, guten Morgen. Heute ist Freitag, der 13. Juni 2025. Ich bin noch in der Pilgerherberge in Rapperswil und habe sehr gut geschlafen. Und ja, die liebe Bertha hat uns heute ein tolles Frühstück hingestellt und ja, uns sehr liebevoll umsorgt. Vielen Dank an der Stelle dafür. Und heute laufe ich dann weiter über den tollen Holzsteg da bei Rapperswil, dann bis zum Kloster Einsiedeln. Die Pilgerherberge ist nicht weit vom Hafen entfernt. Der Tag ist schön, die Sonne scheint und viele Leute sind schon unterwegs und einige lustige Begegnungen habe ich da auch. Ein Fotograf aus Österreich möchte sogar ein Foto von mir machen. Er fotografiert Jakobspilger auf dem Jakobsweg. Komme am Heiligen Hüsli vorbei. Das ist der letzte Rest der alten Holzbrücke, über die die Pilger im Mittelalter am Seeufer entlang gelaufen sind. Ja, jetzt bin ich hier auf dem berühmten Holzsteg über den Zürcher See angekommen. Und das ist so eine, ja, hier an der Stelle war früher so im Mittelalter so eine Holzbrücke, über die dann die Pilger eben Richtung Santiago gezogen sind. Und das ist für mich einer der Gründe, warum ich diese Route von Konstanz nach Einsiedeln hier laufe. Weil ich unbedingt auf diesen Holzsteg laufen wollte. Jetzt machen wir mal eine kleine Zeitreise und gehen einfach diesen Steg entlang. Ihr geht jetzt mit mir zusammen. Ja, es ist jetzt 12 Uhr. Ich habe mir im Gasthof Fürgetten noch eine kleine Schärfung gegönnt und Salat und alkoholfreies Bier. Und jetzt muss ich noch ein paar Höhenmeter nach oben steigen. Dann geht es wieder runter und dann geht es zum Kloster Einsiedeln. Ja, jetzt bin ich hier am Etzelpass endlich angelangt. Es ging ja bergauf, also es war nicht so schlimm wie am Hörnli, aber es war doch sehr schweißtreibend. Deshalb habe ich dann noch ein alkoholfreies Weißbier und ein Eis zu mir genommen. Jetzt habe ich wieder Energie und jetzt geht es dann gleich weiter nach Kloster Einsiedeln. Ja, ich befinde mich jetzt wieder schon im Abstieg und habe jetzt hier den Geburtsort von Paracelsus entdeckt.
Und hier gibt es auch noch so eine coole Steinbrücke mit so einem Wehr. Da ist anscheinend flussaufwärts ein Staudamm. So, jetzt bin ich dann kurz vorm Einlaufen in Einsiedeln. Auf dem Wegweiser steht 1 Stunde und 5. Und ich zeige euch jetzt nochmal hier dieses herrliche Alpenpanorama. Ja, jetzt ist es schon fast geschafft. Vor mir ist der Sieler See und rechts im Hintergrund sieht man, glaube ich, schon die Abtei, das Kloster Einsiedeln. Mein Ziel für heute. Ja, und jetzt sehe ich tatsächlich das Kloster Einsiedeln im Hintergrund. Also ich schätze mal vielleicht eine halbe Stunde oder sowas wird es dauern, bis ich dann dort bin. Ja, jetzt bin ich Gott sei Dank in Kloster Einsiedeln angekommen, habe jetzt auch eine Zelle bezogen. Ich habe mir eine Einzelzelle gegönnt und das ist jetzt auch entsprechend spartanisch. Kleiner Schreibtisch, ein Bett und ein Schrank. Ja, und später werde ich dann noch berichten von dem Kloster. Das ist Bruder Meinrad und interessanterweise ist mein Zimmer direkt in einem Zimmer, das damit seinen Habseligkeiten gefüllt ist. Das kann ich euch gleich noch zeigen. Und ich habe erfahren, dass morgen der 100. Todestag von Bruder Meinrad ist. Und es könnte sein, dass er morgen heilig gesprochen wird. Ich zeige euch mal das Zimmer von ihm. Ja, ich habe mir jetzt noch die Erlaubnis geholt, filmen zu dürfen in der Kirche, auch während der Komplett, die jetzt um 8 Uhr abends dann noch stattfindet. Das ist dann das Abschlussgebet der Mönche. Und jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen die Außenseiten, die Außenfassade vom Kloster und gehe mit euch da mal in die Kirche rein. Da können wir es ja schon mal vorher anschauen vor der Messe. Ja, hier seht ihr nochmal die Hauptfassade mit den 2 großen Türmen von außen. Und ich gehe jetzt dann nochmal in die Kirche hinein. It's always been you, Jesus. It's always been you, Emmanuel. Who gave me this courage? What torch lights my feet? It's always been you. Das Abendessen nehme ich zusammen mit meinem Bekannten Dirk ein, den ich in Meerstetten getroffen hatte. Wir verabreden uns beide, in die Komplett am Abend zu gehen. Die heutige Etappe war 16,1 Kilometer lang. Was ich bei der Komplett am Abend erlebt habe, zeige ich dir in meinem nächsten Video.